Was tust du, wenn du in schwierige Situationen kommst? Zum Beispiel, weil es im Kollegenkreis nicht so klappt. Oder es gibt Stress in den Familienbeziehungen, Verstrickungen, Abhängigkeiten. Oder es gibt eine bestimmte Situation, die dir Bauchschmerzen bereitet. Zum Beispiel braucht ihr ein neues Auto, aber das kostet. Welches Auto ist das richtige? Diese und ähnliche Situationen lassen sich mit einer bestimmten Technik super lösen. Darum soll es im heutigen Video gehen. Das, worüber ich heute mit dir sprechen möchte, habe ich vor einem reichlichen Jahr kennengelernt. Und da ich nicht der Mensch bin, der einfach etwas erfährt und sofort weiterteilt und darüber spricht, als wäre es das Nonplusultra, muss ich alles immer erstmal bei mir selbst ausprobieren und auch andere noch befragen, die Ähnliches schon genutzt und erlebt haben. Und so ist es auch mit der heutigen Technik, die ich dir vorstellen möchte. Es geht, und vielleicht hast du darüber schon gehört, um die sogenannte Strichmännchentechnik. Die Strichmännchentechnik stammt vom kanadischen Psychotherapeuten, Heilpraktiker und Autor Jacques Martel, der späterhin in einem französischsprachigen Buch darüber geschrieben hat. Lange Zeit war das Ganze nur in französischer Sprache verfügbar. Inzwischen gibt es seit 2017 auch eine deutsche Ausgabe davon, die von zwei seiner Mitarbeiter und Vertrauten geschrieben wurde. Dazu später mehr. Was ist der Vorteil von dieser Methode? Erstens, du kannst sie allein zu Hause durchführen. Zweitens, sie geht schnell, ultraschnell. Drittens, sie spricht dein Unterbewusstsein an und damit nimmt sie auf jeden Fall das Universum mit ins Boot. Das heißt, diese Technik entfaltet ihre Wirkung in jedem Falle. Und sie ist, und das ist auch ein Riesenvorteil, schon für Kinder nutzbar, weil sie so spielerisch und leicht und einfach ist. Im Folgenden zeige ich dir die Schritte, die erforderlich sind bei dieser Methode. Und das ist total wichtig, dass die Reihenfolge der Schritte zum einen eingehalten wird und zum anderen, dass die Schriftform eingehalten wird. Einfach aus dem Grunde, weil 90% dessen, was ich schriftlich mache, ins Unterbewusstsein geht. Diese Methode basiert aber auf den unterbewussten Prozessen. Also muss es schriftlich gemacht werden und es reicht nicht, sich das einfach nur vorzustellen. Was du jetzt gleich benötigen wirst, sind ein Zeichenblock, der muss mit weißen Blättern sein, also keine Linien, keine Karos, DIN A4, einen Stift, der gut schreibt. Am besten ist vielleicht ein feiner Faserstift. Du kannst, also ich persönlich mache das auch mit einem Füller zum Beispiel. Du kannst aber auch einen gut schreibenden, kräftigen Bleistift nehmen, wie du möchtest. Und du brauchst eine Schere. Also Zeichenblock, Schere, Stift. Und dann schalte ich mal auf meinen Bildschirm in die Präsentation und dann schauen wir uns das gemeinsam an. Bis gleich. So, ich hoffe, dass das jetzt mit dem Bildschirmteilen und mit der Präsentation alles gut klappt. Ich bin nicht der Technikfreak, auch wenn es vielleicht so aussieht. Lass uns gemeinsam die Strichmännchentechnik nach Jacques Martel anschauen. Sie dient dazu, Verstrickungen zu lösen, Beziehungen zu verbessern und ungute Situationen loslassen zu können. Wichtig ist dabei Folgendes. Hier, ich weise nochmal darauf hin, hol dir Zeichenblock, Stift und auch noch eine Schere. Die Schere ist nicht zwingend. Man kann das Blatt hinterher ja auch durchreißen. Ein paar wichtige Hinweise vorab. Diese Technik wirkt automatisch auf der Ebene des Unterbewusstseins. Und ich hatte es vorhin schon gesagt, 90% dessen, was wir schreiben, landet im Unterbewusstsein. Daher funktioniert die Technik nur, wenn du sie auch schriftlich machst. Und je Situation, je Person, auf die du das Ganze beziehst, dauert es etwa 2 bis 3 Minuten. Ich sehe hier Technik mit Doppel-K, das ist natürlich nur ein K. Das
Das weiße Papier ist wichtig, ohne Linien und Karos oder Werbeinschriften oder ähnliches, also wirklich rein weiß. 7 Schritte sind erforderlich und wichtig ist, dass die vorgegebene Reihenfolge, damit das Ganze auch wirkt, eingehalten werden muss. Ein wesentlicher Punkt sind die Einstellung und das Ziel beim Anwenden der Technik. Es geht immer um das Beste für die Entwicklung beider Parteien, wobei das Ganze immer von dir ausgeht, als der, der es initiiert. Das heißt, angenommen, es geht um, wie zu Anfang schon gesagt, um die Beziehung zu einem deiner Kollegen, wo es nicht so richtig klappt, ihr kommuniziert nicht gut miteinander, dann hast du natürlich eine Idee davon, was gut und richtig sein könnte. Du wünschst dir, wie er sich verändern soll möglicherweise, aber darum geht es gerade nicht. Es geht immer um das Beste für dich und das Beste für ihn und das Beste für euch beide gemeinsam. Und das muss nicht zwingend das sein, was du dir gerade vorstellst. Oder nehmen wir so eine Situation an, ein Beziehungskonflikt in deiner Paarbeziehung. Natürlich wünschst du dir, dass eure Beziehung besser wird. Es kann aber unter Umständen das Beste für euch beide sein, wenn es zu einer Trennung kommt. Es wird einfach deutlich. Die Dinge, die unter den Teppich gekehrt wurden, vielleicht schon seit Jahren, die kommen irgendwie zum Vorschein. Ein ganz persönliches Beispiel. Ich hatte einen Konflikt innerhalb meiner Familie, der direkt zum Kontaktabbruch führte. Es hat mich irrsinnig geschmerzt. Ich habe ein paar Tage lang, ich sag's mal so salopp, Rotz und Wasser geheult, weil ich einfach nicht fassen konnte, wie das passieren konnte. Ich habe dann die Strichmännchentechnik auf diese Situation angewandt. Witzigerweise ist Folgendes passiert, nicht sofort. Mitunter dauert es, wenn es um einen langfristigen, tiefergehenden Konflikt sich handelt. Es dauert eine Weile, aber ich habe gemerkt, plötzlich konnte ich leichter und lockerer damit umgehen. Ich kann nicht sagen, dass es mir egal war, der Kontaktabbruch, der war mir bei weitem nicht egal, aber es hat mich nicht mehr so geschmerzt. Ich konnte ganz normal mein Leben weiterleben und wie von Geisterhand, von Zauberhand, unabhängig davon, dass es mir besser ging, plötzlich hat sich die Person wieder gemeldet. Und heute stehen wir wieder in einem guten Kontakt. Also sei geduldig und gehe davon aus, dass die Dinge sich im Positiven für beide Beteiligten regeln werden. Positiv muss nicht bedeuten, dass es genauso, wie du dir das in deinem Geiste vorgestellt hast, passiert. Das passiert manchmal auf völlig überraschende andere Art und Weise. Und wichtig ist auch, die Technik setzt immer bei dir selbst an. Was ist der erste Schritt? Du nimmst, und möglicherweise willst du das hier gleich mitmachen, vielleicht schaust du dir das Video in einem zweiten Durchgang an und machst es dann für dich ganz allein. Als erstes zeichnest du auf dieses Blatt Papier, und die Technik heißt ja nicht von ungefähr Strichmännchentechnik, dich selbst. Und so easy ist es. Deswegen sagte ich vorhin auch, das können auch Kinder schon. Auch ein Kind, was Stress mit einem Klassenkameraden zum Beispiel hat, kann diese Technik anwenden. Ein kleines Strichmännchen. Dann hast du hier den Körper, die Beine, die Arme. Ob die Arme nach oben oder nach unten zeigen, ist vollkommen egal. Darunter schreibst du deinen eigenen vollständigen Namen, wobei ein Vorname reicht, falls du mehrere Vornamen haben solltest. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt kommt dann sogleich. Angenommen, dein Kollege Max Muster ist es, um den es hier geht. Ihn malst du auf die gleiche Art und Weise und du siehst, die beiden Beteiligten habe ich ein bisschen zur Mitte des Blattes gerückt, weil da kommt noch einiges drum herum. Dein Kollege Max Muster bezeichnet hier, um den geht es. Wichtig ist, du zeichnest immer zuerst dich, und zwar auf die linke Seite des Blattes. Auf die rechte Seite kommt dann die zweite Person, um die es geht. Schritt 3.
Du malst um dich drum herum einen Lichtkreis. Das soll ein geschlossener Kreis sein, der muss auch nicht so schön gleichmäßig sein wie dieser hier. Der kann auch wie eine Beule haben. Wichtig ist, er ist geschlossen. Das ist zum einen ein Schutz und zum anderen die Lichtstrahlen ringsherum. Die mach mit einiger Sorgfalt, denn du leuchtest. Und während du den Lichtkreis drumherum zeichnest, sagst du, ich wünsche mir das Beste für mich, auch wenn ich nicht weiß, was es ist. Das überlässt du sozusagen deinem Unterbewusstsein, was 90% der Schlauheit deines Lebens beinhaltet. Denk an das Eisbergmodell. Der vierte Schritt ist, ich wünsche das Beste für Max Muster, auch wenn ich nicht weiß, was es ist. Auch um ihn kommt der Lichtkreis mit den wunderbar leuchtenden Strahlen ringsherum. Der fünfte Schritt ist ein Lichtkreis um uns beide. Ich wünsche mir das Beste für uns beide, auch wenn ich nicht weiß, was es ist. Als nächstes der sechste Schritt. Du wirst dich wundern, was sind das für Striche? Wir haben Energiezentren, die Hauptenergiezentren in unserem Körper. Sie werden auch als Chakren bezeichnet. Da haben wir einmal das Wurzelchakra. Ich fange immer von unten nach oben an und zeichne einen Strich rüber zum Wurzelchakra der zweiten Person von Max Muster. Das zweite Chakra ist das sogenannte Sakralchakra. Auch dafür kommt eine energetische Linie. Denn die Verbindung, die Verstrickungen zwischen uns können auf allen Energieebenen sich befinden. Ich muss nicht wissen, auf welcher Ebene der Knackpunkt ist. Ich male einfach alle 7 energetischen Linien. Dann haben wir den Solarplexus oder das Bauchnabelchakra. Auch dann ziehe ich ihn rüber und mache den Punkt hier. Dann das Herzchakra, eine Linie. Das Hals- oder Kehlchakra, auch eine Verbindungslinie. Das sogenannte dritte Auge, das ist etwa in Höhe der Augenbrauen in der Mitte zwischen den Augen. Auch dafür. Und das siebte, letzte Chakra ist das Kronenchakra. Wenn ich all diese Verbindungslinien gezeichnet habe, das sind die, über die wir energetisch miteinander verbunden sind. Dann kommt der letzte und siebte Schritt. Ich nehme die Schere oder reiße das Blatt durch und trenne das durch. Und dabei sage ich folgende Worte. Ich akzeptiere, ich akzeptiere, ich akzeptiere. Danke, danke, danke. Und dann nehme ich die beiden Blatthälften, schaue sie mir nochmal an. Danke, es ist erledigt. Und dann kann ich das Ganze zerreißen und in den Papierkorb entsorgen. Das sind die 7 Schritte und in genau der Reihenfolge sind sie durchzuführen. Schauen wir uns als nächstes eine Situation an, wo es um eine Situation geht. Und das können Situationen sein, zum Beispiel, ich will ein Auto kaufen und weiß noch nicht welches. Oder es steht eine Operation bevor, die mir ein bisschen Bauchschmerzen bereitet. Oder aber ganz simpel, ich will in den Urlaub fahren und möchte natürlich, dass der ganz bombastisch wird, dass alles klappt. Also Schritt 1 ist wieder auf der linken Seite bin ich als Person, Karen Züge. Der zweite Schritt ist, bei mir steht ein Urlaub bevor auf Rügen im Mai dieses Jahres. Also mache ich hier in dem Falle keine Person, kein Strichmännchen, sondern einfach ein Rechteck und schreibe so genau wie möglich rein, worum es geht. Ich könnte jetzt hier noch das genaue Datum von bis eintragen. Warum brauche ich hier kein Männchen? Warum mache ich hier so ein Viereck? Fakt ist, zu meinem Urlaub tragen ja ganz viele Leute bei. Da sind die Personen, die meine Buchung entgegennehmen. Da sind die, die am Ende für die Unterkunft sorgen und. Also hier in dieser Situation sind sämtliche Personen inbegriffen, die mit involviert sind. Schritt Nummer 3. Ich wünsche mir das Beste für mich,
auch wenn ich nicht weiß, was es ist. Schritt Nummer 4. Ich wünsche mir das Beste für meinen Urlaub im Mai auf Rügen, auch wenn ich nicht weiß, was es ist. Schritt 5. Ich wünsche mir das Beste für uns beide, auch wenn ich nicht weiß, was es ist. Kleines Beispiel dazu. Ich hatte im Dezember letzten Jahres, da war ja mit Corona die Sache so sehr brenzlig, einen Urlaub schon mal an der Ostsee gebucht, hatte auch diese Technik gemacht und dann ist was ganz Komisches passiert. Und da zeigt sich, was es bedeutet, das Beste für uns beide, auch wenn ich nicht weiß, was es ist. Ich bin am Tag bevor ich losfahren wollte, noch einmal zu einem Corona-Test gegangen und der fiel positiv aus. Ich habe sofort alles storniert, weil ich ja in Quarantäne musste. Danach wurde direkt ein PCR-Test gemacht, der sich einige Tage später, als mir das Ergebnis vorlag, als negativ erwies. Für mich war die Botschaft, aus welchem Grunde auch immer, wäre das für mich kein schöner Urlaub geworden. Ich habe es nicht näher hinterfragt. Es war nicht das Ergebnis, was ich mir im ersten Moment gewünscht habe. Und ich war auch ein bisschen, ja, stocksauer zuerst. Aber dann habe ich mir gesagt, okay, wer weiß, wozu es gut ist. Jetzt kommt Schritt 6, den kennst du schon, dass ich hier auch für die Situation an sich diese Energiezentren zeichne, hat etwas mit den vielen Personen, die involviert sind, zu tun. Also Wurzelchakra, Sakralchakra, das Nabelchakra oder Solarplexus, das Herzchakra, das Hals- oder Kehlchakra, das dritte Auge, das Kronenchakra. Immer noch mal durchzählen. Sind es 7 Energiezentren? Sind es 7 Striche? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. Unbedingt noch mal zählen. Es müssen 7 Striche da sein. Und dann kommt der letzte und 7. Schritt. Durchtrennen. Ich akzeptiere, ich akzeptiere, ich akzeptiere. Danke, danke, danke. Dann nehme ich mir die beiden Teile her. Schau noch mal drauf. Danke, es ist erledigt, kann das Ganze entsorgen. Ich hoffe, du hast eine Idee davon bekommen, was mithilfe dieser Strichmännchentechnik alles möglich ist und welche schwierigen oder auch belastenden Situationen du für dich damit klären kannst. Ganz wichtig dabei ist immer die positive Absicht und vor allen Dingen auch, dass ich keine Erwartungshaltungen habe, also was unbedingt geschehen muss, was dabei herauskommen muss, das liegt nicht in unserer Hand. Am Anfang hatte ich gesagt, dass es das Buch auch mittlerweile in deutscher Sprache gibt, wo noch tiefergehend Beispiele drin sind, wie man diese Strichmännchentechnik nutzen kann, ohne dass ich dafür werben möchte. Ich bekomme da jetzt kein Geld dafür oder ähnliches, aber für diejenigen, die das tiefergehend interessiert, ist es eine gute Investition, denke ich, das Buch Die Strichmännchentechnik zu ordern. Ich freue mich, dass dieses Thema dich interessiert hat, dass du bis hierher dabei warst. Freue mich auch über Kommentare und du kannst in die Kommentare auch gern Fragen stellen, wenn du Fragen dazu hast. Und natürlich freue ich mich auch, wenn du meinen noch relativ jungen Kanal abonnierst. Einen schönen Tag wünsche ich dir, eine gute Zeit. Bis zum nächsten Video. Tschüss.